Du hast angefangen, die Brücke wieder aufzubauen. Nicht perfekt, nicht fehlerfrei, aber ehrlich. Du bist stehen geblieben, du bist ruhig geblieben, du bist nicht gegangen. Und jetzt stehst du da mit halbfertigen Steinen und offenen Händen. Auf der anderen Seite ist es immer noch still. Kein Schritt, kein Zeichen, nur Abstand. Schön, dass du da bist. Wirklich. Mein Name ist André und heute sprechen wir über einen der schwersten Momente in Beziehungen. Nicht um den Streit, nicht die Eskalation, sondern den Moment danach. Wenn du Verantwortung übernommen hast, wenn du Repair versucht hast und der andere noch nicht kommt. Viele Menschen glauben, dass Repair bedeutet, ich mache etwas und der andere reagiert. Aber so funktioniert Verbindung nicht. Repair ist kein Hebel, keine Garantie, kein Deal. Es ist ein Angebot. Und Angebote kann man annehmen oder noch nicht. Und genau das tut weh. An diesem Punkt entsteht oft etwas Gefährliches. Hoffnung vermischt sich mit Kontrolle. Wir warten und beobachten. Jede Nachricht, jede Pause. Und langsam baut sich Druck auf. Nicht laut, aber spürbar. Und dieser Druck zerstört oft genau das, was wir eigentlich wieder aufbauen wollen. Denn Sicherheit fühlt sich nicht an wie Erwartung. Sicherheit fühlt sich an wie Raum. Und Raum heißt manchmal, ich halte aus, dass der andere noch nicht so weit ist. Nicht, weil er mir egal ist, sondern weil ich ihn nicht ziehen will. Vielleicht fragst du dich, wie lange soll ich warten? Und das ist eine ehrliche Frage. Aber sie wird oft zu früh gestellt. Nicht aus Klarheit, sondern aus Angst. Angst, alleine zu bleiben. Und hier wird es wichtig, sich an etwas zu erinnern, das tiefer geht als Beziehung. Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Aber das heißt nicht, bleib um jeden Preis. Es heißt auch nicht, halte alles aus. Es heißt, du bist nicht dafür gemacht, dich innerlich zu verlieren. Manchmal ist der andere still, weil sein Nervensystem noch immer lahm ist. Und manchmal ist Stille auch eine Grenze. Und beides musst du unterscheiden lernen. Nicht mit dem Kopf, sondern mit deinem Körper. Fühlst du dich in dieser Stille kleiner oder ruhiger? Das ist ein entscheidender Unterschied. Repair heißt nicht, dich selbst zu verlassen, um Verbindung zu halten. Repair heißt auch, dir selbst treu zu bleiben, während du offen bist. Das ist ein schmaler Grat und kein schneller Weg. Es gibt einen Moment, an dem ich innerlich sage, ich baue weiter, aber ich ziehe nicht. Ich halte offen, aber ich verliere mich nicht. Und genau hier kommt wieder Gott ins Spiel. Nicht als Lösung, sondern als Halt. Ich gebe ihm meine Ungeduld, meine Angst und meinen Wunsch nach Kontrolle. Und bitte nicht darum, dass der andere kommt, sondern darum, dass ich nicht hart werde. Denn Bitterkeit ist der wahre Bruch. Nicht Abstand, nicht Zeit, sondern der Moment, in dem ich innerlich aufhöre, wohlwollend zu bleiben. Vielleicht ist diese Folge genau für dich, weil du wartest, weil du hoffst oder weil du langsam müde wirst. Dann will ich dir einen Satz mitgeben. Du darfst offen sein und trotzdem Grenzen haben. Du darfst lieben und trotzdem bei dir bleiben. Das ist kein Widerspruch. Denn das ist Reife. Wenn du magst, schreib mir in die Kommentare, was dir am schwersten fällt beim Warten. Und wenn du diesen Weg nicht alleine gehen willst, abonniere gerne den Kanal. Aktiviere die Glocke, damit du die nächste Folge nicht verpasst.
Bleib dran und gib dich nicht auf. Wir gehen diesen Weg Schritt für Schritt und wir sehen uns in der nächsten Folge.